Herzlich willkommen zu meinem Superbike-Video und fangen wir gleich an. Ich habe nur gerade was gegessen und ich habe wahnsinnig Hunger gehabt. Jetzt können wir mit 2 Punkten Rückstand zum Davis loslegen mit dem Rennen in Misano. Ein meiner Lieblingsrennen, und zwar machen wir da gleich 6 Runden. Schwierigkeitsgrad schwierig. So, jetzt schauen wir mal. Der Davis, glaube ich, startet auf 3, soweit ich weiß, und eigentlich dürfen die schon Chancen haben, weil sie ein schnelles Motorrad haben, aber mir liegt die Strecke sehr gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer das da überhaupt Chancen hat oder wer das da überhaupt gewinnen kann. Davis ist gleich mal am Start vorbei, das ist das Schlechteste, was mir passieren kann. So, sehr schlechter Start. Dritter wenigstens. Fuck. Der Ray kostet mir hier sehr viel Zeit. Jetzt werde ich hier gleich wieder kontern. Wir können Ray ja. Jetzt mal in der Stadt, das war überhaupt nicht gut. Und ich muss schon versuchen, dass ich auf meiner Strecke möglichst viel aushole. Und ich habe mir dort leid, dass ich neu starten haben muss wegen meiner Dummheit. Fuck, wieder vorbeikommen. Da mir jetzt ohne Scheiß, das tut mir jetzt wahnsinnig leid, ich mache es gar nicht, mir scheißegal was passiert, ich ziehe jetzt voll um. Sehr gut. Geht doch. Warum nicht gleich so? Wahrscheinlich, weil sonst nichts zum Wiederholen nicht oder nichts zum Ratschen. Mann, Ray, du Penner, Mann! Du Arschloch! Meine Fresse! Das Spiel hat solche Programmierungsfehler. Manchmal regt es mich so auf. Mann! Bin ich Vierter? Fuck, ey. Der erste ist schon weit, den Weg, den hol ich eh nicht mehr auf. Mann! Du Arschgesicht! Sorry Leute, aber nicht, dass so wahnsinnig aggressiv wird, aber ihr versteht es ja, ich mag auch möglichst gut werden und vor allem mag ich die WM-Wertung gewinnen. Und da muss alles laufen und da kann nicht einfach einer kommen, außen nur mich voll in meinen Kübel reinziehen und dann selber weiterfahren. Da hätte so in echt irgendwo fahren, nicht mir. Da hoffe ich mal, dass Superbike 2017 ein wenig besser wird. So schlimm. Und ich weiß nicht mehr, wie erster ist. Kann der Sykes sein. Ich glaube, der Sykes ist. Hat sich dann auf jeden Fall, glaube ich, voll abgesetzt. Werde ja nie wieder hinkommen, der fährt dieselbe Pace wie ich. Der hat ungefähr immer gleich viel Rückstand. Jetzt schauen wir mal auf die Zeit. 4,66.
1,6. Da werde ich jetzt wieder was gewinnen, den Sektor. Da bin ich sehr schwach. Ich nutze da nicht die volle Strecke. Am Schluss haben wir wieder bei 2 Sekunden 40. Ja, und das ist auf einer Marke. Eieiei. So, jetzt bin ich da wieder auf 1,37 drauf. Und jetzt bin ich wieder voll dran. Das hätte ich nicht gedacht. Oh. Da haben wir jetzt wieder viel gekostet. Aber wollte ich jetzt nicht die Kanne fahren hier noch. Kriege ich da wieder, weil so Unfall kostet 5 Sekunden. Dann warte ich lieber noch Runden. Wenn ich konstant so weiterfahre, dann ist ja das super. Das wird jetzt auf jeden Fall wahnsinnig schlecht. So, jetzt werde ich nichts aufholen. Allerdings habe ich die Kurven besser erwischt. So, und jetzt wird es richtig gefährlich, weil da bist du sau schnell, da kann es passieren, dass du sofort den anderen in die Karre fährst. Am liebsten wäre es mir gewesen, wenn ich davor vorbeikomme, aber oder hier noch, weil da ist wirklich saugefährlich, dass du einen überholst. Auf jeden Fall freue ich mich gerade wahnsinnig, dass es so gut läuft bei mir gerade. So, zum Glück überhole ich den erst noch. Oh, das wird jetzt auch hart. Das wird jetzt nicht zu 100% fair von mir. Allerdings immer noch fairer wie zum Ray. So, und dann gehen wir mir als Erster über das Startziel. Das habe ich mir nicht gedacht, dass das so geil läuft. Super Sache. Ich habe immer noch ein wenig Husten. Vergeht auch nicht gescheit. Allerdings freue ich mich gerade wahnsinnig, dass das jetzt so geil hier hat. Das hätte ich mir nicht denken lassen können. Ich hätte gedacht, dass entweder Schnee ist oder gleich Schnee. Derweil habe ich außer im zweiten Sektor überall fast eine Sekunde auf. Zum Schluss ist es dann ein wenig langsamer gegangen, aber so Runde 3 war das wahnsinnig schnell. Was ich auch cool finde, ist die wahnsinnig kurze Startziel, weil die hilft meinem Motorrad viel weiter. Aber jetzt bleibt er dran, jetzt kann ich im Windschatten festklammern. Jetzt werde ich den nicht mehr loskriegen. So, ein Vorsprung von 1,61 Sekunden. Das klang auf jeden Fall, dass er uns da nicht konnte.
super Sache. Jetzt hier wieder eine super uncoole Sache. Wie wir gewinnen, da locker lässt sich dieses Teil. Habe ich ja nochmal wieder gezeigt, wie es geht. Ich bin gerade wahnsinnig stolz auf mich. Wow. 600. Sau geil. Davis nach, dann schon übernehmen wir die WM-Führung. Zwar mit 15 Punkte. Bis jetzt nicht abgekommen und dann sehen wir uns gleich wieder zum zweiten Rennen. So, da dass ich nur ein paar Videos drauf von Superbike. Heute habe ich mich entschieden, dass wir Rennen nur 3 Runden machen. Und ja. Sehr schlechter Start. Sehr schlechter Start. Oh Mann, jetzt wenn die mir auch noch schreiben. Jetzt kann ich schreiben, Steve, du bist in YouTube. Nicht mal. Mann Junge, du regst auf. So. So, ich mache jetzt absichtlich keinen Neustart, weil ich letztes Mal 3 Neustarts genommen habe und das ist schon sauber gewesen. Habe mir jetzt der andere tatsächlich nur probiert zum Kontern. Und vor mir, glaube ich, ist schon der Davis. Glaube ich. Entweder Davis oder irgendein Aprilia. Oder der Gucci. Nein, der Gucci glaube ich es nicht. So, da fliege ich jetzt schnell an Davis drauf. Und ja, es ist der Davis. Mann, was haben die jetzt probiert? Boah, das wird ein geiles Manöver. Genau ausgegangen, genauso wie es haben wollte. Super. So, diesmal klappt mir jetzt natürlich über 1,5 Runden nicht. Dass ich jetzt das auf dem wieder aufhole. Diesmal glaube ich ist sogar der 6, diesmal ist der 6. Oder? Nee. Ich habe zwar nur 3 Sekunden Rückstand, aber nur 3 Sekunden, fast 4 Sekunden Rückstand, aber das gelangt mir nicht für eine gute Runde. Wenn jetzt das 1,5 Sekunden Rückstand wäre, dann wäre es was anderes, aber so viel. Das grenzt dann ein Wunder, wenn ich das schaffe. Ein Fahrwunder. Das ist wieder Honda. Und ich glaube, das Fahrwunder geht in Erfüllung. Leck mich am Arsch, jetzt bin ich voll dran. Boah. Jetzt kann ich mich wahnsinnig geil selber loben. Allerdings lassen wir das jetzt mal mit dem selber loben. Weil bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Aber ich werde jetzt nicht vor Sektor 2, vor Sektor 3 versuchen. Was, ihr rutscht so vorbei. Ja, eigentlich wollte ich das erst in Sektor 4 machen. Im letzten Sektor voll auf Risiko ist, was geht, aber jetzt bin ich da so schön vorbeigeflutscht. Steigt dann mal schon die ganze Zeit auf. Ja.
Yes! Oh scheiße, jetzt ist der Davis hinter mir. Das ist wieder nicht mehr lustig. Weil wegen halt zu hart dagegen gehalten. Und hier Seite bei Seite. Davis gegen Van der Mark und ich hoffe voll von Van der Mark. Auf jeden Fall schaut das sehr gut aus. Und zwar, weil wir wieder ein Rennen nicht nur gewinnen, sondern vor dem Davis gewinnen. Wir nehmen wieder Punkte auf. Und im nächsten Rennen verlieren wir wieder einen Haufen, weil Laguna Seca kann ich überhaupt nicht. Werden wir wahrscheinlich die WM-Führung wieder verlieren, aber das ist auf jeden Fall Spitzenklasse, mega super Burner. Und ja, erster Platz, ja, Davis ist dann noch zweiter, wo macht mir jetzt an persönlich nichts, ich war vor ihm und super. 20 Punkte, da kann ich zweimal hinterher auf jeden Fall rauskommen. Man muss dann nur versuchen, dass ich in Laguna Seca nicht viel Fehler mache. Und ja, dann würde ich mal sagen, treffen wir uns das nächste Mal wieder. Ich mache heute wahrscheinlich sogar noch das Rennen von Laguna Seca. Und heute gibt es dann noch eine Special-Ausgabe, wo nur Testfahrten dabei sind. Und dann sage ich mal, schönen Tag, Leute. Servus.